auch ein Stückchen nach vorne. Wir können auch in die Abteilung. Wie did it? Hi, ich bin Jonas und 23 Jahre alt. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden im 4. Fachsemester. In den kommenden Tagen bzw. in der kommenden Woche möchte ich euch einen Einblick ins Studium geben. Ich hoffe, ihr habt viel Freude dabei und ich kann euch den Studiengang Wirtschaftswissenschaften etwas schmackhafter machen. Ich befinde mich gerade vor dem HSZ bzw. hinter dem auf der HSZ-Wiese. Dort finden einige eurer Vorlesungen statt. Ich habe jetzt die Vorlesung Öffentliches Recht. Von der Vorlesung Öffentlichem Recht geht es jetzt zum Tutorium Management Science in dem Barkhausenbau. Der Vorteil liegt darin, dass der ganze Campus ziemlich nah beieinander liegt und bin gleich hoffentlich pünktlich bei meinem Tutorium. So, für mich geht es jetzt nochmal in die Altstadt. Ich treffe mich dort mit Freunden und wir trinken ein paar Cocktails. Auf dem Weg dahin zeige ich euch nochmal den Schumannbau, unsere Hauptfakultät. So, es ist 10 nach 12. Es geht jetzt wieder zurück. War ein schöner Cocktailabend und wir sehen uns morgen. Ciao! Guten Morgen, es ist jetzt 8:30 Uhr und für mich geht es gleich in eine Vorlesung. Ich habe gleich die Vorlesung Management Science. Die startet in der zweiten Doppelstunde, also um 9:20 Uhr. Zuvor gibt es jetzt noch einen Kaffee, ein Müsli und dann geht es auch schon auf den Campus. Bis gleich! Bon Appetit! So, meine Management Science Vorlesung ist inzwischen zu Ende. Ich war gerade noch mit Kommilitonen in der Mensa essen und jetzt geht es für mich ins Büro. Ich arbeite als Werkstudent neben dem Studium. Ich tue dies bei Sachsen Energie. Ich arbeite im Projektmanagement Office und unterstütze das Projektgeschehen innerhalb des IT-Managements. So eine Tätigkeit bietet viele Vorteile. Zum einen natürlich ganz klar die finanzielle Unabhängigkeit. Also ich selber bekomme kein BAföG und somit muss ich keinen Studentenkredit aufnehmen und kann zum Teil das Studium durch diese Tätigkeit als Werkstudent finanzieren. Zum anderen kann man theoretisches Wissen von der Uni mit praktischen Erfahrungen bei der Arbeit kombinieren. Außerdem ein großer wichtiger Punkt ist, dass man natürlich durch so eine Tätigkeit Orientierung bekommt. Man weiß, wo möchte man eigentlich hin. Gerade Wirtschaftswissenschaften ist natürlich noch ein sehr generalistischer Studiengang und durch praktische Erfahrung könnt ihr dann herausfinden, was ihr später eigentlich dann nach dem Studium machen wollt. So, ich habe jetzt auch Feierabend. Ich gehe jetzt noch mit ein paar Freunden auf die Reitnitzhöhe und dort schauen wir uns den Sonnenuntergang an, gehen ein bisschen spazieren und vielleicht gibt es auch 2, 3 Bier. Ich treffe mich nun noch mit einem Kommilitonen. Wir haben zusammen ein Seminarprojekt bzw. schreiben zusammen eine Seminararbeit. Und dort haben wir jetzt den ersten Austausch, einfach um abzusprechen, wer schreibt welchen Teil, uns ein bisschen mit dem Thema vertraut zu machen. Und genau, da treffen wir uns jetzt um 11 Uhr. Danach geht es dann nochmal mit ein paar Freunden zur Mensa, nochmal was essen und danach habe ich noch eine Lerngruppe in der SLUB, wo wir uns nochmal auf eine Prüfung bzw. auf 2 Prüfungen vorbereiten und nochmal über den Inhalt sprechen. Lerngruppen kann ich euch nur empfehlen. Sie sind sehr wichtig, um zum einen andere Kommilitonen kennenzulernen, aber auch um einfach Sachen gegenseitig zu erklären. Das festigt es ungemein und hilft euch wirklich dann beim allgemeinen Verständnis der einzelnen Module und Lerninhalte. Von der SLUB zur Elbe, ich treffe mich jetzt noch mit ein paar Kommilitonen auf den Elbwiesen und gleich seht ihr mehr. Die Elbwiesen sind vor allem in warmen Sommertagen ein beliebter Treffpunkt zum abendlichen Ausklang. Hier kann man sowohl sportliche Aktivitäten ausüben, als auch die Zeit auf Picknickdecken mit netten Gesprächen verbringen. Von der Elbe ging es zu Fuß in die Neustadt. Die Neustadt bietet zahlreiche kulinarische Essensangebote. Hier finden sich außerdem viele Bars, Kneipen und Clubs.
Die Neustadt ist unter Studierenden sehr beliebt und ein toller Ort, um neue Leute kennenzulernen. Wir haben heute bestes Wetter und das wollen wir nutzen, um in den Nationalpark Sächsische Schweiz zu fahren. Wir haben unseren Trip in die Sächsische Schweiz in Dresden gestartet und sind dann 40 Minuten nach Königstein mit der Bahn gefahren. Dort ging es dann mit der Fähre auf die andere Elbseite. Dank des Semestertickets kann man die Fähren ebenfalls kostenfrei nutzen. Zu Fuß ging es dann auf den Lilienstein, einer der höchsten und eindrucksvollsten Sandsteinfelsen in der Sächsischen Schweiz. Die Sächsische Schweiz ist meine absolute Empfehlung. Sie ist nah, eindrucksvoll und kostenfrei. Es gibt viele Wanderstrecken, somit bringt jeder Besuch neue Eindrücke und neue Erlebnisse. Das war's auch schon von mir und meinem Vlog. Ich hoffe, ich konnte euch den Studiengang Wirtschaftswissenschaften etwas näher bringen. Falls ihr mehr zum Studiengang erfahren wollt, schaut euch gerne dieses Video an. Dort interviewen wir weitere Studierende. Ansonsten findet ihr hier ein Video zum Unileben an der TU Dresden. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denkt an die Glocke, damit ihr auch kein zukünftiges Video verpasst. Und ansonsten, ciao!